Hallo allerseits! Demnächst ist Valentinstag und deshalb zeige ich euch heute, wie man mit Aquarell schnell und einfach eine wunderschöne Herzkarte malen kann. Bei den Farben könnt ihr euch komplett austoben. Ich verwende jetzt einfach mal das, was ich hier in meinem kleinen Kästchen habe. Und dann würde ich sagen, starten wir auch schon. Und zwar beginne ich mal mit einem schönen Pink. Mit meinem Rundpinsel und male ein schönes Herz. Bei dem ersten Herz gebe ich mir noch ein bisschen Mühe. Die anderen werden, glaube ich, ein bisschen wilder. Dann mache ich den Pinsel sauber und male das zweite Herz, indem ich mit dem Pinsel ein bisschen in das erste Herz reingehe. Und dann vermischt sich die Farbe mit dem Wasser. Und jetzt mache ich einen bunten Mix aus verschiedenfarbigen Herzen in verschiedenen Größen und mal ausgemalt und mal nicht ausgemalt. Ich habe mich entschieden, vor allen Dingen O-Töne zu nehmen, weil Herzen. Und dazu gibt es noch ein bisschen Gelb und vielleicht auch noch ein bisschen Lila. Da muss ich mal schauen. So, und dann male ich jetzt einfach mal die verschiedenen Herzen und gucke, dass ich die unterschiedlich groß mache. Dass ich die auch unterschiedlich stark von der Pigmentierung mache. Also mal leuchtender, mal wässriger. Und dann füllt sich so langsam Stück für Stück das Papier. Und ihr seht, das ist jetzt keine große Kunst hier, sondern es ist einfach Stück für Stück, Ebene für Ebene verschiedene Herzen malen mit verschiedenen Farben. Und den Rest macht die Aquarellfarbe ganz von alleine. Und das ist das Schöne an Aquarell, wie ich finde. Ein bisschen was Meditatives, so die Herzen nacheinander zu malen. Und es ist, wie ich sagte, nicht schwer. Vielleicht hier noch so ein kleines Herz. Es ist ein bisschen typisch, dass mir das letzte Herz dann doch nicht so gelingt, wie ich mir das so vorstelle. Aber das kann man ja alles ausbessern. So, die Farben sind getrocknet und ich habe auch schon das Klebeband abgemacht, damit ich einen schönen weißen Rand habe. Und jetzt nehme ich mal einen Fineliner und das ist ein weißer Gelpen und mal noch ein paar schöne Akzente drauf. Als grobe Richtlinie: auf die dunklen Herzen kommen weiße Akzente und bei den weißen Herzen nehme ich eher den schwarzen Fineliner. Dann starten wir mal und ich starte direkt mal mit dem größten Herz. Und ich glaube, ich male einfach mal noch ein paar kleine Herzen rein. Ja. Das muss auch gar nicht alles so super genau sein. Also nehmt euch eure künstlerische Freiheit. Hier oben male ich, glaube ich, Punkte. Ja. Und die gefallen mir ganz gut und deswegen male ich hier jetzt, glaube ich, auch noch welche.
was ihr dahin malt, könnt ihr natürlich einfach selber entscheiden. Ich mache jetzt mal so einen Mix aus Punkten, Strichen, Kreuze, alles, was mir so einfällt. Noch ein paar Herzen. Okay, ich muss sagen, das gefällt mir schon sehr gut. Vielleicht noch hier ein paar Punkte. So, jetzt habe ich daneben auch Punkte, aber ist ja auch egal. Dann würde ich sagen, sieht die Karte super aus. Mir gefällt sie jedenfalls. Und ich finde, man kann sehr schön sehen, wie durch die verschiedenen Farben und Formen und den Akzenten obendrauf sich eine richtig schöne Karte entwickelt hat, die gar nicht mal so schwer zu malen ist. Vielleicht bist du ja noch auf der Suche nach einer Valentinskarte und ich habe dich jetzt ein wenig inspiriert, wie du diese malen könntest. Und das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Zuschauen und dann wünsche ich frohes Malen.